Einen wunderschönen guten Abend. Ja, hier geht's weiter mit Vampyr. Mal gucken, wo es uns hinführt. Ich muss auf jeden Fall zurück ins Krankenhaus. Viel mehr weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, wir haben die Dame angenommen, haben nochmal so ein Gebrüder-Vampirjäger-Pärchen kaputt gemacht. Jojo, die Meldung ist mir bekannt. Dann waren wir auf dem Rückweg und haben dann gesagt, ja, keine Zeit, keine Lust mehr oder sowas ähnliches. Und dann habe ich den Stream beendet gehabt. Da war ich, oh, Entschuldigung, zu müde. Oh. Ja, gut. Auf jeden Fall nicht vergessen, wenn ich die Leute untersuche, darf ich ihnen auch Medizin anbieten. Oh Gott, warum? Warum haben die das so umständlich gemacht? Ja. Ansonsten freudig. Während ich gestreamt habe, habe ich gar nicht mitbekommen, dass ich selbst Päckchen gekriegt habe. Zum Teil kriege ich es ja mit, ob ich was geliefert kriege oder nicht und bla 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 bla. Auf alle Fälle ist jetzt meine, oder es sind zwei neue Festplatten da. Die eine weiter um VOD zu sichern, die andere entsprechend um Quatsch zu machen. Das heißt vorwiegend, Kamera. Guten Abend. Dann, mir fällt der Scheiß nicht ein. Da passt irgendwas nicht von der Beleuchtung. Sehe ich gerade. Ansonsten, was ist, bin ich dagegen gestoßen oder, don't know. Nehmen wir es mal trotzdem nochmal raus, das Bild. Hier rein. Nein, es hat jetzt nur in der Übersicht so komisch gewirkt. Gucke ich mir das Ganze mal selbst im Browser an. Und es scheint eigentlich zu funktionieren. Okay, keine Ahnung, was ihr dann gerade glaubt habt zu sehen. Jo, keine Ahnung. Nö, dann auf jeden Fall weiter nach Whitechapel. Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann endlich mal einen Client installiert, auch die paar PC-Spiele, die ich jetzt noch hatte. Oh Gott. Die ich so auf Schnelle hatte, ja, die habe ich mir auch gleich noch runtergeladen über einen Steam-Client und so weiter und so fort, installiert, entsprechend auf dem Desktop verknüpft und, man kennt's ja. Oh Gott, das wäre das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich mal wieder auf einem PC spiele. Das wird echt sehr, sehr seltsam. Und ich sehe gerade, hier sind total die Staubflusen. Die dürfen weg. Weg. Denn ich mag sie nicht. Gut, das ist eine Spiegelung von dem Licht. Das ist auch in Ordnung. Yoshis dürfen sich auch wieder ganz normal hinsetzen. Dann rutsche ich mal hier näher ran. Wahrscheinlich habe ich mich nur verguckt, weil die Bilder sind ja doch ein bisschen anders da angerutscht. Also Jo, bla bla blub, wir sind Stufe 11. Ich bin dabei, ich bin schon auf dem richtigen Weg, oder? 160 Meter. Gucken wir erstmal ins Menü. Oh, falsche Sache. Ah, ja. Hier. Unterschlupf. Und, genau, jemand, der das kann. Kannst du erstmal löten. Dieser leichte Schärfefilter. Mindfuck, ich hasse das. Der zoomt halt so langsam ran. Gott. Raus, raus, raus. Ich will. Was will ich denn?
nicht den Scheiß. Oh Gott, lad die Bilder, danke. Hab ich gemacht. Ja, finde den Jünger und finde jemanden, der Blindenschrift lesen kann. 1 von 4. Ist es der Erste, der lesen kann, oder? Ja, keine Ahnung. Er hat ja auf jeden Fall schon mal ein blindes Auge, wie man sieht. Ich müsste definitiv erstmal zurückgehen und ich glaube, das mache ich zuerst. Das andere habe ich ja mir nur geleistet aufgrund von Quatsch. Jo, hier ist Blut. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Hier schreit ein Baby. Ja, sehr wichtig. Nochmal in den Browser gucken. Ich bin diesmal in der richtigen Kategorie. Puh. Es passiert in letzter Zeit wieder etwas häufiger, dass das OBS nicht mitschneidet. Warum auch immer. Ja komm, wenn ich hier schon bin, dann bin ich ja durch. Safe. Lady Ashbury. I have a message. Das haben sie schon sehr stimmungsvoll gemacht. Aha, kann ich hier durchgehen? So, auf frische Tat. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. What prevails in the end, I wonder? The desire for blood, or to be of service to man? Spare me your sarcasm. Ich glaube, das kann ich sogar ein kleines Mal lauter machen. We are vampires. We live by leeching the blood from weaker prey. We are Darwin's next chapter, his cynical and perhaps ultimate expression. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. Ich habe das Gefühl, wenn jetzt irgendwie ein Alert losgeht, sprenge ich mir mein Hirn weg. I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my lady. If you have an 50 Schillinge, inclination to learn more about vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for knowledge. Na klar, na klar. Das erste. Beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. Wie Passanten das Blut aussaugen.
Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. And Klingt nicht unbedingt nach dem Besten. of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a Skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Habe ich eigentlich irgendwas an dem Kabel geändert? When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well trained. Though I can't be Die certain, sind alle durch. more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. Jo. They are sworn to destroy our kind. Zum Teil auch sinnvoll. You make them sound like some sort of cult. More a society, and like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Na gut, jeder rekrutiert, vor allem in schweren Zeiten. Das siehst du an den Nazis. I've been away from London and Will nicht wissen, wie viele bei den Spinnen jetzt in Dresden und ähnliches rumlaufen, die sich nur von dem Corona-Quatsch jetzt mitziehen lassen haben. Also klar, Corona existiert, bla bla bla, aber es ist schon drüber. Bisschen berücksichtigen und das war's. the Spanish flu has hit Vor allem London that bad. in meinem Lebensstil tangiert das halt null. But it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Ist auch schade, dass man hier in dem Gespräch diesmal nicht die Kamera leicht drehen darf. Are there many vampires here in London? Jo. Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play.
Du kommst halt auch gar nicht erst in Verlegenheit, verlieren zu dürfen. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much Nein. doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. I've been hearing a voice talking in my head. Ja, das ist mein Is Creator. this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Okay, das Excuse my forwardness, but ergibt Sinn. are you my maker? Nein. Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. Ja, und wenn es dann ein mächtiger Vampir will, aha. Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal. Ja, das ist nochmal. Alle Dings sind Jacuzzi. Nee, alle Jacuzzis sind Whirlpools, aber nicht alle Whirlpools sind Jacuzzis. So rum war das. I bid you farewell. For now, my lady. Ja, und der kann ich ja sowieso nichts I andrehen. must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Yes, Jonathan? May I ask you some questions? Please do. I have promised to answer you. Wie finster die mich anguckt. I bid you farewell. For now, my lady. Ja, ja. Oh, frische Tab. Vor allem, er hat sich halt jetzt null hier so weit aufgezogen. Guckt's euch an. Schwierig. Unbekannt. Unbekannt ist tot. Naja. Was? War da jetzt irgendjemand? Achso, ist die Mutter. Die Bilder laden heute aber auch wieder etwas grauenhaft. Naja, gut. Nein, da kann ich nichts tun. Vor allem, wie kann ich diese verdammte Pflanze gießen? The flower is dying. It needs water. It needs water. Ich habe hier Bottles und ich habe hier Wasser, aber ich kann es nicht nutzen, weil ich zu dumm bin. Analyze. Interpretize.
Ja, interessant. 15 Sekunden lang. Als wenn das irgendwie wirklich hilft. Aufwerten kann ich das Ding nicht, ne? Ja. Fehlt mir der gute Griff. Der gute Griff. Den kann ich ja nicht weiter aufziehen. Schade. Wie viele Zigarettenetuis habe ich denn gefunden? Auf jeden Fall nicht genug, um irgendwie einen Scheiß zu machen. Es klingt erstmal gut, das auf Vorrat zu haben. Migräne klingt auch erstmal okay. Neuralgie. Das sollte ich noch einmal herstellen. Kalium, ja gut. Kriege ich Opium und Ergotamin oder Kaliumpergamat aus meinem Scheiß raus? Ja, geht erstmal der Stuff weg. Erstmal von allem eins mitschleppen. Ah, jetzt kann ich gar kein zweites Dings da machen. Verdammt, ich bin dumm. Das wäre wahrscheinlich die klügere Option gewesen. Ja, dann sind wir doch super Doktor und tragen erstmal von dem unwichtigen Zeug ein bisschen mehr spazieren. Ja, eine Sepsis wird auf jeden Fall häufiger vorkommen. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Aktualisierung. Wäre durchaus möglich. Will ich das jetzt schon machen? Steigen die Vampire dann da auch auf? Beim Kapitelaufstieg? Ja komm, das habe ich sowieso jetzt. 2000! Ich meine, klar, es macht mehr Schaden. Nee, es lohnt sich kaum. Die Sera, das lohnt sich auch nicht wirklich. Kugeln würde sich minimal lohnen. Könnte man Initial mitnehmen, ist aber auch arschteuer für Initial. Hier sollte ich mal endlich den zweiten Treffer mitnehmen können. Ja. 2000. Ich meine, die kosten, also das kostet keine, hat aber dann eine wesentlich geringere. Ja gut, kann ich aber nachvollziehen.
Das hält 5 Sekunden lang. 3 Treffer. Und ab da wird die Abklingzeit reduziert. Und hier macht die noch zusätzlich Schaden. Ja, komm. +5 Sekunden Kontrolle. +10 Blutausbeute. Schwebt zu deinem Mund. Ist close. Das heißt, die Kosten werden reduziert. Das ist schon mal gut. Reduktion und Abklingen. Hier steigt der Schaden massiv. Gegen... Ja, dafür kann ich es halt hier nahezu unendlich einsetzen, außer... Ja gut, hier gibt es halt den Schockschaden dafür. Muss ich mich nochmal entscheiden. Achso, ich kann es nicht lernen. Was habe ich denn hier gelernt? Juhu. Das wäre schon ein bisschen lächerlich. Ist es nochmal drauf? Ich weiß es nicht. Ja komm, ein bisschen tougher. Dem Scheiß kann ich mich nicht. Ja, fester Biss. Also das wächst ja echt ganz stabil an. Die Viertelheilung für 1000. Das könnte ich vielleicht als nächstes anvisieren. Ja komm, dann soll es sich davon mehr nähern. Fertig. Erstmal bestätigen. Die Dinge waren zu teuer, ne? Jo. Bräuchte ich fast 1000 dafür. Muss man immer gucken, wie man spielen will. Immer mehr mysteriöse Vermisstenfälle. Mittlerweile ist es so schlimm, dass die Zeugen Schlange stehen müssen. Aha. Ja gut, da habe ich das Mittel ja jetzt, aber ich kann den ja nicht hypnotisieren. Warum ist hier bedenklich? Oder ist denen beiden ihr Zustand zu kritisch? Naja, gut. Hier kann ich es halt nicht sagen, weil... Don't know. Dorothy Crane vermisst. Ja gut, Erkältung. Erkältung.
Amateur. Hier habe ich nicht alle entdeckt gehabt. Interessant. Wie habe ich das denn geschafft? Nun gut, zweimal Erkältungsmittel kommt sofort. Doktor. I'm ready for work. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here, but it is spreading and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. Der sieht auch mittlerweile sehr fertig aus. Opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. I admit it did occur to me. Blood seems to be the common factor in all of this. I totally agree. We're in uncharted territory here. Maybe it's just wishful thinking, but imagine the possibilities. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I have to I'm fire afraid you. it's your sister. Also, My sie ist sister. tot. She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Gut, dass er nicht wusste, dass wir sie umgebracht haben. Okay. In welchen Worten der ganzen Dialogs hat er ihm gerade darüber informiert, dass Schwester Dorothy nicht mehr im Pembroke Hospital arbeiten wird? Genau. In keinen. Wie dumm ist das denn? Ich schreibe auch mittlerweile in meinem Bericht ein. Ja, habe das mit dem und jenem besprochen. Hat zugestimmt, bla 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 bla.
Erfolgreich. Details. Ob es auch mal gibt, unerfolgreich, keine Ahnung. Wäre lustig. Ich komme immer noch hier immer noch nicht hier oben rauf, nehme ich an. Komm on, Palmer. I cannot enter. Ja, Erkältung. Pepper. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Wie geht's dir? Do you need medical help yourself, Nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. Ja, dann, ganz schlimm, du musst sterben. Not under my watch, Nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reed. Das klingt in anderen Fällen besser. Not under my watch. You're not allowed to die. Goodbye, Nurse Hawkins. Untersuche die Taten des Bürgers. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. It's locked, all right. Wie soll man denn hier... Oh Gott. Also. You don't mind if I search your pockets, do you, sir? You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. Und plötzlich hat er nicht mehr diesen indischen Akzent. See, no one has claimed your body, sir, so it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir, and I thank you for your generous donation. Ich werde sie niemals vergessen. Für ihre großartigen Spenden. Indem ich einen Toten beklaute. Alter, bist du ein... It's locked. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. How dare you steal from the dead, Rakesh? Is that what your pawnbrokers is really about? These people are dead, sir. What they possessed could be useful for the living. And I'm sure they would agree if they could speak. You should show respect for the dead. What about their loved ones who may treasure these items you sell? The bodies I watch over are the unwanted and undesired, sir. I would never deprive anyone of their family artifacts. Please show me what you have to sell. Of course.
It's Ja, just okay. trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Wie viel habe ich eigentlich? Ja, 500. Ja, gut. Tomorrow, more bodies will arrive and then... So, wenn ich hier jetzt durchgehe. Ja. Aber dafür hat es sich gut bezahlen lassen. Hopp. Ich muss was herstellen gegen Erkältung. So, wo sind eigentlich hier die armen Überlebenden gelandet? Ja, dem scheint es soweit gut zu gehen. Jo. Na dann. Goodbye, Mr. Thatcher. Try to take care of yourself. Na du. Hello Dickerchen. again, Mr. Blight. I'm happy to see Mr. Thatcher is safe for now. I'm eternally grateful, Doctor. We were total strangers and you helped us anyway. Can't thank you enough, sir. Und dann dank mir mal mehr. Do you need medical attention, sir? Afraid so. In the war, I was always worried about picking up something. Getting Aber some jetzt... infection. Unfortunately, I've got that fear in London now. Throughout history, some diseases have done more damage to armies than any weapon created by man. You were wise to be careful. You're working at the Pembroke Hospital, aren't you? That's a good enough reason for me and Oswald to go there. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors. But Wow, ich bin because you've been Arzt. through it, you can talk him round. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... Well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we're in the same boat to France. We've stuck together ever since. I fought in France, too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles.
twice. Bist du schon krank und musst sich nur um die anderen kümmern? Na gut. You and Oswald were buried alive during the war. Tell me about it. Yeah. It was last summer. A shell hit our trench and we were buried for a week. Oswald seemed far more traumatized than you by the event. It wasn't the first time it happened to me. And surviving it again gave me strength. Oh. Sorry. Believe that? Ich hab den Tisch gerade gerammt, als ich bin. How did you survive for a week? Luckily for us, there were rations and water in the tunnel. Das nicht zum ersten Mal. Es klingt schon fast wie Absicht. Since then, Oswald's not keen on being inside for too long. Ja, für den einen oder anderen ist es hier jetzt heutzutage auch so. How do you feel about Oswald, Thatcher? So eingesperrt. Oh Gott, nein, wir können nicht mehr raus. Ja, scheiß drauf. I love Oswald. We knew we wouldn't survive the war without each other. But I am terrified, Doctor. What frightens you so much? What if people find out? Oswald says I'm ashamed, but it ain't that. It's more, well, you know. Ja, nach dem Ersten Weltkrieg. Natürlich bekennt er sich nicht dazu. Enjoy your love. And enjoy life as long as you can, Mr. Blight. Don't let anyone tell you who you should love or how you should love them. I appreciate your kind words, sir. But it ain't that easy. Ich weiß. It's all so new to me. Und zu dieser Zeit ist das halt echt ein Problem. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. They started eating me as soon as I dozed. Ja. Gnawing at my ears, my fingers, lips. Hm. Couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. Ne, den ersten Teil, den kenne ich, aber das werde ich besser nicht erläutern. Du armer, dämlicher Typ hier. Schlechte Flasche. Evening, Dr. Reed. Newton is conflicted about his feelings towards you. Would you like to talk about it, Oswald? It makes me sad and angry. It feels like the beautiful thing we have is somehow tainted. It hurts to see him so lost. His love for you is genuine. I'm certain he wasn't lying to me when he expressed his feelings for you. Newton still has to accept it, knowing he'll be seen as a queer, a fairy, less than a man in those simple-minded bigots' eyes. Though he's more of a man than they'll ever be, so fuck 'em all. Goodbye, Mr. Thatcher. Try to take care of yourself. Damals sicherlich ein sehr ratsamer und weiser Mann gewesen. When I get back, I'll have a word with Tom. He's really pissed me off. Sie haben das Spiel schon stark untermalt. Finde ich gut. Bedenklich.
Ja. Dun, 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 dun. Beauty Princess. Ja gut. Wer es sich nicht wehrt, bekommt keinen Tropfen. Oder dem bleibt besser gesagt keiner. So, da liegt noch mal was. 140 Meter. Ja, komm. Geht's denn da lang? Ah, so ein Zwischenspeicherraum. Na dann. War ich hier nicht schon? Bestimmt. Ja komm, nachdem ich hier sowieso irgendwie nach rechts weg muss, muss ich hier schon irgendwie gewesen sein. Das sieht auch so gut aus. Komm mal einer. Oh, 15. Ja, ich gehe doch schon. Not a good place for a stroll. Over there! Mhm. Wie viel Blut der mir halt gesaugt hat. Der Arsch. Dämliche Sauratter hier. Oh. Komm, hier gab's doch noch irgendeinen. Ja, da, die beiden. Ich krieg... Oh, ein Werwolf. Mhm. Erstmal was saugen. So, als nächstes. Wo ist denn mein großer Buddy? Mhm. Also. Mhm. Lam, 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 lam. Tod dem Werwölfen. Hier kommt, der ist 12. 5 Schillinge hat er gehabt. Die Kiste hat man jetzt echt nur noch schlecht gesehen. So dunkel ist in dem Eck. Kann er mal aufhören, andersrum zu quietschen, dieser Skal. Hey, schlimm.
Ja. Mhm. Mhm. Stirb dafür, du Sauhund. Ein Wollschal. Was kann ich denn damit machen? Traditionellem rumänischem Rooster. Kann ich nichts mit einfangen. Ja, Alkohol. Schillinge. Ja, komm. Die klingen erstmal vernünftig. Kann hier in dem echt nichts... Wie komisch ist das denn jetzt hochgegangen? Ja, gut. Aber tatsächlich, man kann hier nicht mehr machen anscheinend. Who knows? Ja, ein 14er Bandit hier. Ja, komm. Hm. Lalalala. Ja, komm. Wo ist deine Beute? Nein, er kann natürlich nichts hergeben. Es gibt hier auch nicht mal irgendwas zu mitnehmen. Schlechter Umweg. Ja, das fühlt sich jetzt irgendwie an ein bisschen wie ein Dead End oder wie ein... Ah, das ist dieser Riesenplatz, wo ich gegen den komischen Fetten da kämpfen durfte. Nam 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 nam. Bloody leech! Ich glaube, der hat nicht mal im geringsten eine Ahnung gehabt, gegen was er da antritt. Klar, Bloody Leech, Blutsauger, das kann zu viel heißen. Zu viel. Nachdem die hier alle auch so schlampig sind beim Wegräumen, naja. Oh, Blut. Kann ich den Typen eigentlich heilen? ...16. Hier war aber auch irgendwas, genau. 16. Gleich 2 16er. Okay.
Lalala. Wo kommen die anderen beiden her? Number one goes down. Du Sauhund. Diese Sauhunde. Ja gut. 2 von 3. Es könnte noch einer übrig sein. Genau. Ja, achso. Ja, kriege ich jetzt die Info? Ja. Na ja, komm. Ja, und dann kriege ich nicht mal sein Loot, ne? Sauerei. Kann ich hier? Ja, kann ich. Alright, time to make some more of that miracle stew. Where is the burner? Ja, wenn er das erst füllen muss. Ouch, oh, shit. Ow. Shit, no more chlorine. Well, the next batch will be a little less miraculous, that's all. Mason Swanborough. Wie heißt sie eigentlich nochmal? Loretta. Ja gut, aber was kann er dafür? Ich muss ja gucken, dass er mir hilft. Dudorino, öffnen Sie die Tür. Good evening, sir. It's me again. Leave me alone, I say, whoever you are. Ah, schade. Ich habe dir extra das richtige Mittel mitgebracht. Goodbye for now, sir. Mehr wollte ich nicht. Wenn sie aus so einem abgefuckten Häuschen kommt, ja gut. Steckt man halt auch nie drinnen. Warum ist dem vorher nichts hier passiert? Oh fuck. Stirb einfach. Das war total wasted von dem Ultimate. Eine Bleiplatte. Ja, die wird halt auch nicht wirklich was bringen. Dann hätte man für den hier direkt das Scheißzeug herstellen können. Ja, für Leute mit Epilepsie,
Nochmal schön aufgezogen worden mit... Komm, wir sind gleich am Friedhof. Apropos Friedhof. Oh, da hätte ich da unten gleich viel leichter hingehen können. Oh ja. Ein unbekanntes Ereignis hat hier stattgefunden. Hier auch. Will ich zuerst wissen, was das für Ereignisse sind? Ja, komm. Und das nächste ist... aha, finde heraus, wen der Schall gehört. Und zurück auf die Karte. Okay, muss irgendwo hier sein. Ja, sehr interessant. Das hast du gut gemacht. Ja. Dann gibt es hier erstmal kräftig Beef mit Werwölfen, Zombies und Co. Zombies gab es, glaube ich, nicht. Ah, der wohnt auch gleich hier oben. Ach so, ach so. Camilla. War das nicht die Tante, die hier Dings ausgetragen hat? Ja, genau. Good evening, Doctor. Can I help you? Mhm. Have you any news of Nurse Crane and her dispensary? It appears the dispensary is now a major source of contagion in Whitechapel. Someone should do something about it, but no one cares. Infektionsquelle, aha. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Wer ist die andere? Christina Popper. Warte mal, das war doch die Dirne, die hier irgendwo... Genau. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? Could this be the scarf you lost, Miss Popper? It is much more than a scarf to me. It is the only thing that connects me to my family and my country. Thank you so much. What do you know about Nurse Crane and her dispensary? 2 girls I know went to the dispensary yesterday. Nobody has seen them since. I worry about them, in case bad things happen. Goodbye, Miss. Take care of yourself as best you can. Okay, ich habe es wenigstens gelöst gehabt. Das Problem ist, ich habe da irgendeinen Hinweis jetzt verpatzt bei den beiden auszutauschen. Dorothy Crane, 24. Holy crap.
Was ist denn das für eine Sache? Fuck. Fuck. So, du. Okay. Uncool. Wahnsinnig uncool. Warum haben sie mir die genommen? Ich meine, was habe ich hier zurückgelassen? Ich habe sie nur mesmerisiert hier. Warum haben sie mir die genommen? Vor allem das Gute ist, dass das Geräusch wirklich nur von da vorne kommt, von der Treppe und nicht von hier. Ah, das tut mir echt so leid. Warum haben sie die Da hätte ich sie echt töten sollen müssen. Oder nicht? Mhm. Zwei! Zwei fucking Hits. Ja, klar, mit dem Satz, und weil es ein Videospiel ist, ist es sowieso nochmal anders zu werten. Holy crap. Ich hätte es ganz anders angehen müssen. Stunlocken und. Oh Gott. Aber warum haben sie mir die genommen? Ich habe die extra nicht gebissen, damit ich ein guter Mensch bleiben kann. Kill it now. Ich bin gerade in Whitechapel. 560 EP.
natürlich keinerlei... Wo ist sie eigentlich? Ah, Christina Popper. Ist das wenigstens noch abgeschlossen? Change your mind, Mr. Reed? Ja, Hinweis verloren. Ja, okay. Lass es. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Bestimmt hatten die mal was miteinander und deswegen ist das Zeug dort geblieben. Jetzt wäre es nur sinnreich, irgendwo noch eine Ratte zu finden, die ich aussaugen kann. Diese verdammten Schweine. This is despicable. Ja, es ist aber auch in Ordnung. Saugen, was das Zeug hergibt. Ich meine, klar, die habe ich diesmal wesentlich einfacher dominiert, aber... Einen Hit kann ich maximal einstecken. Durch den Schild noch durch. Was zum... Warum? Seit wann haben die das denn gemacht? Bitte lass die tot sein, bitte. Seit wann hinterlassen die so eine fucking Dunstwolke? Vor allem hat die auch Leben abgezogen. Bist du froh, so einen Kampf geschafft zu haben und wirst gleich gekillt von... Ja, dankeschön. Heftig. Erstmal im Inventar checken, ist das Ding hinüber. Ich meine, das müsste das Spiel ja zumindest noch registriert haben. Kill it with fire.
kleiner Schlüssel. Jetzt bin ich gespannt. Was wird da noch übrig sein? Ich meine, ich habe sie alle besiegt. Boah, die hat mir sogar fast 1000 LP alleine gegeben. Okay, sie war auch echt einiges über mir. Hopp. Ratte. Danke. I can't believe I'm doing this. I can't believe this either. So. Alter. Geh erstmal sterben. Wo ist mein Loot? Ja, gut. Er hat mich durch das Schild gebissen. Okay, bevor es wirklich aktiv sein konnte. Du Sauhund. Ja, damit habe ich sie auf jeden Fall alle auf einmal gezogen. Ja, mit dem kleinen bisschen Blutverlust lässt sich auf jeden Fall noch spielen. Oh. Looten, looten, looten. Kann ich jetzt hier oben was an ihrer Leiche looten? Sie würde jetzt so gar nicht mehr da sein. Die ist explodiert irgendwie. Warum haben sie die einem genommen? Das riecht mich sowas von auf. Habe ich vergessen, die wirklich zu protecten, nachdem die Wächter da waren oder so ein Scheiß. I cannot enter. Untersuchungsgutschein. Ja. Hm. Ja gut, aber hier auf dem Tisch ist ja noch irgendwas. Oder hier mit. Aber warum haben sie mir die genommen? Das finde ich so unfair. Warum? Ich nehme euch auch demnächst die einzigste Spielerin oder was weiß ich. Das ist so schlecht. Ich meine, das war die Person für dieses Kapitel hier. Ja, tot. Natürlich ist sie jetzt tot. Die war ja irgendwie jetzt ein Blutsauger, warum auch immer. Ich habe sie nicht gebissen und plötzlich... In das Ding müsste ich eigentlich auch nochmal reingehen. Hier war es ja irgendwie der Barmann, wobei der ist ja nicht die Stütze schlechthin. Sondern er hier. Hampton. Aber da gab es ja auch irgendwas, wenn ich mich an die Karte erinnere. So. Erstmal entfernen. Hier auch entfernen. West End District ist mir noch Wurst. Wie wäre es, wenn ich jetzt erstmal hier wieder ins Krankenhaus gehe? Und zu den Docks wäre es eigentlich auch gut. Aber das kannst du ja gerade knicken. Aber sowas von.
Warum haben die mir die genommen? Ich will es einfach verstehen. Warum hat man mir die genommen? Ich meine, ich kann völlig damit leben, wenn man sagt, wegen spielerischen Entscheidungen hat man jetzt hier geschlossen, ist in Ordnung. Wenn du dieses, jenes nicht tust, dann wird sie gebissen. Irgend so einen Crap, aber nicht einfach... Junge, wir haben dich gefickt. Ohne Vaseline. Mit Anlauf. Ohne Gleitgel oder ähnliches. Wir haben dich so richtig hart rangenommen, Junge. Kann ich nicht nachvollziehen. Yep. I have this thirst for blood. Es heilt sich aber nur hier hoch, ne? Ach, komm schon. Ich brauche die Stadtkarte. Links. Geradeaus, geradeaus. Ja, hier aus dem Müll kann ich noch was mitnehmen. Schmiermittel und Schrauben. Wer es braucht. So, jetzt müsste ich ja wieder Richtung Dings unterwegs sein. Ja, definitiv. Wenn du einen siehst, dann schieß. Jo. Wenn er das so sagt. Ist es das Ding hier oben, oder wie? Dr. Swansea? I need to talk to you, Edgar. Please do so. So you manage a hospital financed by a vampire? Yes, Pembroke was founded by Lady Ashbury. She's also our largest donor. Nein. A convenient yet expensive way to have a fresh supply of blood on hand, day and night, don't you think? All vampires drink blood by nature. Me, I praise the lady's exemplary moral fiber. If I may inquire, how did you meet her? Well, Jonathan, she sought me out and offered me the position. It's been a very profitable partnership for both parties. Interessant. Do you know anything about the vampire hunters in the East End? Without a doubt, it's the Guard of Prewen. Zealots to the last man. Where do they come from? Once they shared the Brotherhood's ideology on non-intervention, but they concluded vampires were a scourge. They're definitely well organized and equipped. They're extremely dangerous and not to be trifled with. To them, you're a feral beast, and I, your accomplice.
Nurse Crane will not be returning to Pembroke Hospital. Oh, really? Did something happen? She seems such a very capable woman. Mhm. Let's just say we had a difference of opinion, and I had to ask her to leave. Permanently. I believe you. But as administrator of this facility, I would like to be consulted on such matters in the future. Oh, We'll talk later. ich habe ihr wenigstens mitgeteilt, was da tatsächlich jetzt los ist. Aber hier 20. Ist es irgendwie beweglich? Oder ist es nur eine von den mehreren Dingen hier? Ja, ja, kein Respekt, alles gut. Wie kann man hier das Ereignis auslösen? Was schreibt sie denn nieder? Jonathan, are you all right? Words cannot describe the emptiness. I'm here for you, Jonathan. If you ever need to talk. Could I ask you some delicate questions? Ask, and I will answer if I choose. I mean, you don't live here. I have a house in London where I reside with my daughter. A daughter? Is she... No. Charlotte is a perfectly normal young lady. And if you must know, I adopted. Perhaps you'll meet her someday. There's so much I want to know. I mean, what? Where? Who? Slow down, Jonathan. And please, not all questions should be answered. Please tell me. Are you Lady Ashbury? Is that your real name? Yes and no. I was born Elizabeth Samantha Mary Englewood. Out of pure vanity, I cannot tell you when I was born. Aber so viele wird es nicht geben. I can't answer that, Jonathan. But we have to accept our nature. Nothing good can come of fighting who we are. Have you killed someone you've known? Jonathan, have you forgotten what I do here? I need to meet the men and women I kill. Have you ever killed family? I will not answer that. In time, perhaps. Tell me, why do you finance this hospital? I'm lucky to be in a privileged position to help those less fortunate. Kindness takes the edge off the years. If you'll forgive me, it seems a little hypocritical healing those that you may kill. Jonathan, we are what we are, a paradox. Dead flesh with a lust for life. And our Dr. Swansea? He's fine with this culling of patients. Ja, Dr. kennt's. Swansea is a man firmly rooted in the realities of the modern world. He understands what we're trying to achieve here. Die hat halt voll den Lernblick, jetzt fokussiert sie ihn wieder. I'll see you later. Jetzt hat die halt nochmal voll in die Kamera geguckt. Ich weiß nicht, ob das aus Versehen war oder ob das tatsächlich gewollt ist. Für gewollt wäre es nämlich ziemlich gut. Und denen kann ich jetzt hier nicht lauschen oder so. Ja gut, die hat sich jetzt wieder gesetzt.
Ja gut, ich habe halt echt keinen Schimmer, wo hier die Leute hingehen, wegmachen, was weiß ich. It's locked, all right. Gibt's hier hinten wieder einen? Nein. Hier hätte ich maximal denen zugucken können. Und ich habe das nicht kapiert damals, dass man hier hätte hochgehen sollen. Ja gut, die lassen einem da aber auch verhältnismäßig wenig Zeit. Du wirst nicht wirklich gut angeleitet für sowas. Ja gut, und dann muss ja hier irgendwo Doktor und Doktor sein. Warte mal. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Wie halt er absichtlich so steht, dass er fast nicht mit... Ja, was hat er denn? Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Goodbye, Dr. Strickland. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Do you think Dr. Strickland has any chance of curing the Spanish flu by himself? His wish to cure the sick is not driven by pride, but by an idealistic view about our mission here. Honestly, I don't know which is worse. You consider him a good practitioner, yet you will not report his methods. Strickland may be a rival, but I will not use dirty tricks or regulations to prove him wrong. We are doctors, not politicians. Thank you for your time. We'll talk later. Gut, das müsste... Ja, komm. Gib Antwort. Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Oh ja. Did you know Dr. Ackroyd never reported your experimental research, despite the fact he doesn't agree with it? Really? I didn't suspect he knew about my work. I must confess I am surprised. Perhaps he thinks you should realize for yourself the danger of what you're doing. See how condescending he can be? My God, he can be so irritating. Goodbye, Dr. Strickland. Ja, denen jetzt irgendwie zuzuhören, das bringt's halt auch nicht. Und hier mit ihr kann ich halt auch nichts machen. So. Wo muss ich hier schnell genug hin? Wahrscheinlich hier hinten hin. Das ist so übel. Wo soll man diese fucking Stellen finden? Das ist echt hart.
Ja, good evening. Wie? Nur wie? Ja, sie haben jetzt die Tür zugemacht. Okay. Das kann ich ja noch irgendwo nachvollziehen. Aber wo soll man die jetzt belauschen dürfen können? Es geht ja eigentlich nur an dem Fenster. Und schon geht's wieder nicht. Was zur Hölle? Wie? Oh Mann. Ist halt mal hilft's, mal nichts. Dann zeig doch zumindest die fucking Stelle an, wo man hingehen soll. Wenn man die schon belauschen soll. Ist doch krank. Die Mechanik. Sollst du zum richtigen Zeitpunkt irgendwo stehen und dann kannst du nichts machen. Nothing. No eavesdrop. Ja gut. Entfernen, entfernen. Natürlich passiert hier jetzt gerade nichts mehr. Warum auch? Könnte ich hier eigentlich durchgehen? Ich kann wetten, die macht den Jungen trotzdem irgendwie krank. Ja, wenn ich hier lang gehe, dann ist es auf jeden Fall das Ende. Na komm, der da vorne scheint schon so ziemlich schwach zu sein. Wer bist du? Ja. First try. Kommt man hiermit dann schnell durch? Ja, klasse. Aber ich müsste jetzt eigentlich in dem Bezirk sein. So, für sie hatte ich vielleicht noch eine Info, oder? Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. Das klingt immer noch so falsch. Habe ich noch irgendwas, was hier in dem Gebiet erledigt werden kann? Ich meine, ich habe hier noch 6 Personen, die ich nicht mal entdeckt habe. Da komme ich jetzt mittlerweile rein, um mit der zu sprechen. Die Missionen sind alle okay. Mit ihr, das kriege ich halt nicht raus, weil ich nicht da hochkomme. Wäre der nächste und das ist, ja. Gucken wir mal, was ich hier noch so arrangieren kann in dem Gebiet. Oh ja, du machst dich jetzt auf Besuch gefasst.
Den habe ich ja irgendwo gerettet. Ich weiß nur nicht mehr wo. Waren dann die alle dann irgendwie in die Gebiete wieder zurück? Möglich. So. Good evening, madam. It's Dr. Reed again. May I come in? And find out. Come back in the morning, Doctor. No. The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburne. Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? That could have not better said myself. Ja, Simeon war ja auch nicht so schlecht. It's locked. Nein, nicht. Mhm. Ein Ehebett. Wobei, die Decken müssen hier irgendwie mit drin sein, sonst wäre das echt ein bisschen finster. Obwohl, es sind harte Leute, andere Zeiten. Da geht das. So you have questions about the flu then? Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. How is life around here? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know. Ja, immer. Immer hat es was damit zu tun. Recently, it's like everyone has had to pick a side. Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you can just die in the gutter and no one will bat an eye. May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum, in exchange for food. Did your husband die in the war? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. How do you pay the rent, then? My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. The orphan that regards you as a mother. Please tell me about him, Stella. You mean Rufus? I wish I could do even more for the poor boy. Er betrachtet sie wie eine Mutter. Ich wünschte, ich könnte mehr machen. But you're not. Years may have passed, but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. Ja, das waren andere Generationen. Tell me about these demons Seymour needs your help to fight. Seymour used to be such a happy child, and he is still a helping son most of the time. But when he gets angry, he can hardly contain his rage. All men and women are born innocent, Mrs. Fishburne. But there can be a monster within any of us. Do you think he can be cured, Doctor? Do you think something can extinguish this rage inside my Seymour? Science has only just begun to investigate the mysteries of the human mind.
Currently, we have more assumptions than fact. There ain't no hope then. Somehow, somewhere, my son has turned into a monster, and nothing will bring him back. Stella, I know you are ashamed of your son's crimes. So why do you protect Seymour? I can't report my own son, can I? Not a burden I could bear. Burden? How do you mean? They'd hang him for sure. I won't send my only son to his death. I'm convinced you raised Seymour the best you could. You're not responsible for what he became. If someone ever found the courage to speak to the police, I will take my share. Your son's gone way beyond simply bullying people. He has a taste for blood, and you know it, don't you, Stella? One night, he told me straight up, in his own words. It was several days after one of his episodes. Why did he confess? Did you suspect something? No. I guess he wanted his old mum to help him fight his, demons. Did Seymour tell you everything that night? More than I could stand. The words he used to describe his hate, his rage, how he feels when he's done it. Kann sie hier nicht aufsperren? Und ich habe hier halt überhaupt kein Bedenken, irgendwie, irgendwann, irgendwo was auszusaugen. Komm, hier, loslassen. Lalala. Komm, ich bin schnell genug. Lass mich aufsperren. It's locked, all right. Schade. Na dann. What can I do for you, Dr. Reed? Sperr mir die Kiste auf. Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. Okay. So, Boys. Da ist einer. Da sind zwei, die ich nicht weiß. Okay. Wie? Wie soll ich ihm denn hier folgen? Soll ich in das Haus nachsteigen oder was? Aber ich komme doch hier auch nicht rein. It's locked. Ah. Don't you think Miss Fishburne is nice to us? But I always have the feeling she's hiding something. For now, you're still the only real friend I have, Jack. Interesting. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. Goodbye, Mr. Fishburne. Every night in the darkness. Touch the demon inside. Wo ist jetzt eigentlich mein kleiner Boy? Lalala, komm. Evening, Rufus.
Evening, Mr. Reed. How come you consider it your only friend? I found Jack when he was a baby, alone amongst dead rats. Poison, probably. He was the weakest, but he survived. Just like me with my parents. Like you and your parents? When I was 8, my parents died in a car accident. Mhm. Rumour says I didn't get a scratch. Mhm. Das könnte erklären, warum er die eine oder andere Windung hat. You don't remember the accident? No. I was little back then. It's been a blurry mess and very quiet in my head ever since. How have you survived? Did anybody take care of you? I don't have any family left, really. Except for the good Mrs. Fishburne. She's like my family now. Mhm. So long, Rufus. Be careful. Take care. Hm. Okay, schlecht war das definitiv nicht, was ich da entdeckt habe. Western Docks sind egal, das da auch. Ja, ich müsste eigentlich jetzt zum Krankenhaus zurück und da die Story weitermachen. Die sind durch, der ist durch. Gibt es hier eigentlich noch einen Punkt? Ja, gibt es tatsächlich. Egal. Shinhampton ist ja noch im Krankenhaus, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Hm. Tüt. Someone's playing a right strange game. Mhm. Nom 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 nom. Ja, so lässt sich der Scheiß halt auch einfach steuern. Ja, und hier käme ich ja wieder direkt zu Fishburne zurück. Bin ich damit auf dem richtigen Weg? I don't think so. It ain't. Ah! Fuck, he's dead. Mhm. It's one of them. Over there. There's one of them vermin. Das ist ein bisschen spät reagiert worden. Aber okay. Wie ihr wollt. Ich kann euch jederzeit sagen, dass ihr eigentlich so gut wie tot seid. Nom 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 nom.
Komme ich den Loot nicht? Ja, dann eben nicht. Dann eben nicht. Autsch. Gucken wir mal, ob ich hier nochmal irgendwo vorbei finde. Ist das Vonsier? Ja. Mhm. Mhm. Dun, 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 dun. Ja klar, und sie setzt sich jetzt wieder. Ja. Okay. Eine kleine Pause, damit ich mir was Neues zu trinken hole. Und dann geht's hier, glaube ich, weiter Richtung Friedhof. Ist das die richtige Richtung? Nope. Dann stelle ich mich zumindest zur richtigen Brücke. Ich will schon, wenn schon, den richtigen Weg vorgegeben haben. Bruh. Autsch. Mach ihn kaputt. Oh Gott. Ja, dann gibt's halt erstmal ein bisschen was zum Saugen. Ah, die habe ich doch dennoch ganz ordentlich aufgemischt, würde ich mal behaupten. Man hätte es definitiv schlechter machen können, dessen bin ich mir sicher. Und solange das immer noch mögliche Qualitätsstandards sind, kann sich keiner über mich beschweren. Ich würde zu gern wissen, ob da unten irgendwas ist. Allerdings habe ich tatsächlich Angst vor den Ladezeiten des Todes.
Ich will nicht noch einmal in sowas reingehen. So, und hier ist tatsächlich der Eingang und irgendwo dahinter ist der Tote, den ich finden muss. Das heißt, ich werde mich gerade so schnell um das Ding hier kümmern. Muss schon sagen, das war sehr professionell. Professionell ignoriert. Einmal ins Pausenmenü, beziehungsweise das ist hässlich. Gehen wir lieber hier rein. Sagen einmal Be right back und dann bin ich auch gleich wieder zurück. Ich hatte mir jetzt überlegt, noch ein bisschen Schokolade mitzunehmen, aber boah, das geht heute nicht mehr. Das wäre mies gewesen. So, erstmal weg damit, gucken, ob sich da wieder was verändert hat. Bin ich immer noch der einzige Deutsche laut Twitch? Das wäre interessant. Jo, scheint so.
beefy gang pre-release. The weird continues. Let's be a vampire, stay safe. Twixer. Na dann. Let's try again. Da hat jemand anscheinend relativ frisch angefangen. Twilight View. Na, der scheint schon ein bisschen bei da zu sein. Viele Leute streamen, keiner guckt. Das ist so gut. Egal. Gut. Genügend hier aus der Statistik rausgesogen. Oh ja, heute sind nur Bots anwesend. Gut. Passiert. Egal. Ja, trotzdem, einer zählt richtig. Warum nicht? Dann geht's mal direkt zurück ins OBS. Surprise, motherfucker! My dear sister, I don't know if I have the strength. Alter, du wirst sie haben. Somebody, help! Who are you? What do you want? Okay, jetzt darf ich den schnitzeln. Wo ist der andere jetzt hin eigentlich? What you want? Okay. Komm, aufbrechen. Irgendwie sieht die mir gar nicht unschuldig aus. Mit ihrem weißen Zeug. I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Shaoshun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. Ich bin sprachlos. Go to the cemetery now. Goodbye. Na klar. Ich kann. Also, die kann ich nicht mesmerisieren. Ich meine ernsthaft. Wie? Diese Leute werden nicht zurückkehren. Ich habe sie vor ihren Augen gemetzelt, zerschlachtet. Mir vertraut sie noch, obwohl die gesehen hat, ich habe die aufgerissen mit meinen Armen und. Was zur Hölle ist nur wrong with... Oh, ey. Oh Gott. Das geht gar nicht. Warum hat sich jetzt eigentlich meine Tante da jetzt verwandelt? You go back home, where you'll be safe. Maybe later. But for now, I need to talk to my husband at the cemetery, Mr. Reed. Ja, wichtiges Gespräch. Was kann man auf einem Friedhof besprechen wollen mit dem Ehemann? Is Father Whitaker's disciple among the bodies, I wonder? It's locked. It's locked. This man's far too old to be Samuel. Ja, ich glaube eher, das ist Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Das Blut leuchtet auch sehr komisch. Ja, da. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. Ich folge besser dieser Blutspur. Ja. Die halt keinen wirklichen Anhaltspunkt hergibt. Okay, das bisschen da, aber... Ist das wirklich besser?
As I feared. Samuel no longer preaches the good word. Hey, wie oft denn noch, ihr... Hier... Nom 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 nom. Samuel L. Jackson. Was für ein Tagebuch hat er denn? Barbara Whittaker ist so rechtschaffen, so voller Mitgefühl und Liebe für die Leidenden. Alles, was diese Stadt braucht. Heute Abend habe ich ihm all mein Gut gegeben. Meine Kraft, mein Glauben, mein Vermögen. Und falls das nicht reicht, weiß ich, wo ich mehr auftun kann. 5 Tage später habe er ein verlassenes Haus gefunden. Na gut. Ja, sie waren in die Hurenhäuser. Aha. Okay. Die haben die Damen einfach verbrannt, oder was? Religion, Just Kills. Ja, gut. Was willst du erwarten in dieser Zeit? Also ernsthaft, was willst du in so einem Ding machen? Komm, Ratte. I can't believe I'm doing this. Der ist hier oben drin. Und was ist mit dir? Kann ich die noch looten? Ja. Nein, so will ich das nicht machen. Das klingt nicht unbedingt gut. Cup. Und ich würde mich auch gerne noch um den einen hier kümmern. Ja, das sind 2 noch da oben. Knock, knock. So gleich. Irgendjemand muss ja auch mal ein Wort mit denen sprechen. Kisten. Ja, wenn die das schon als bedenklich bezeichnen. Was soll es da noch geben?
Ich will immer noch wissen, warum meine komische Dings da jetzt kaputt gegangen ist. Die Mrs. Dorothy Crane. Hopp. Ja, hopp. Just leech them! Leech them! Ja, ja. So ein Schweinehund. Hat er doch noch so viel Schaden gemacht. Der hat noch kräftig ausgeteilt. Okay, da lasse ich echt nichts drauf kommen. Der hat heftig ausgeteilt. So. Blood Trail. Ach so, hier war ich glaube ich schon. Ja. Kann jetzt nur noch stückchenweise hier hoch. Ja, ja, das ist in Ordnung. Hm. 15 sind die beiden. Nam, 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 nam. Gucken wir mal, was wir aus den ganzen jungen Männern hier noch rausbekommen. Die paar Schillinge sind die zwar nicht unbedingt wert, aber hey, es ist Erfahrung. Und jeder wächst mit dem bisschen Erfahrung, was er kriegt. Muss ich echt tatsächlich hier lang? Scheint so. Ja, doch, tatsächlich. So, und jetzt habe ich die Befürchtung, dass hier langsam das kommt, was ich schon mal befürchtet hatte. Als ich hier die Medikamente gesucht habe, dass es hier irgendeinen Bosskampf gibt. Die Chance ist halt mittlerweile echt so groß. Warum sollte dieses Mal sowas ausbleiben?
Gerade wenn man dahin muss oder soll. Ne. Hier. Wir gehen hier ganz ordentlich lang. $2000 EP. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Gefunden. Irgendwas passt mit den Figuren nicht. Gut, dass der Vater so dasteht, ist mal in Ordnung. Aber was ist mit den anderen beiden? Warum müssen die so dastehen? Sehr unauffällig. I am the resurrection and the life. Mhm. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Mhm. Earth to earth, ashes to ashes, Dust to dust. Ein sehr wohlwollendes Haus anscheinend, wenn die sich noch sowas leisten kann. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Warum hört es sich so an, als wenn der auf Holz laufen würde? Oh, Mary. What did I do? What have I done? What I've done. If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. I wish the tears would come. But I'm empty. And I feel a hypocrite. Let your pain run free, Jonathan. Don't smother it. What you feel is your humanity. Don't be so quick to lose it. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. I'm learning. Every night is a new lesson. What I am, what I must do to survive. But my sister, she shouldn't have suffered because of my weakness. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me.
You've felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Aha. Just once, I cherish Innerhalb 2 Nächten. Aha, mein bester Freund. You may be right. Of course. I've stared upon this world for centuries. And time has taught me to deal with guilt, if not erase it. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. I killed my sister. What? Ich hätte jetzt aber mit einem Bosskampf gerechnet. Gebe ich zu. Natürlich. It's locked, all right. Und vor allem, was gibt's denn hier oben? Naja, ist okay. Es ist egal, aus welche Richtung man kommt. Es gibt hier Ratten. Das ist entweder ein gutes oder ein schlechtes Zeichen. Ich werde es gerade irgendwie so, als wenn es so eine Bosskampf-Arena ist. Die Frage ist, wie fordere ich diesen Krippel heraus? Diesen Mistkrippel. Schon wieder. Mann, haben die sich schnell wieder regeneriert. Ja, Alter! Oh. A fucking grave! Stirb einfach. Danke. Dann sind da vorne nochmal 2 und dann bin ich schon wieder in. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin. Forget your old weaker self. Der sieht total seltsam aus. Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon. Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Okay, strange. Und mein Monitor ist gerade ausgegangen. Erstmal neu laden. Jo, das sieht in Ordnung aus. It's mine. I'll take it. Oh, wenn sich 2 streiten. Hoppla, hoppla.
Da war doch irgendwie jetzt... Genau. Ja, komm, du mit den 15 ist mir Wurst. Kann ich hier reingehen? Ne, kann ich nicht. Schade. Ja, Camilla. Was ist denn mit der passiert? Nichts. Mit der kann ich aber auch nicht mehr reden, oder? Ist die eine da wieder jetzt zurückgekehrt? Ich könnte erstmal dem Pater sagen, was mit dem seinem Deuterino passiert ist. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, vergessen. I forgotten. This is no way. Good evening, Mr. Whittaker. It's Father Whittaker, my son. Mhm. So, are you still lost in your rational delusions? Natürlich. Und... Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? If you propagate the devil's work, you'll perish by the devil's work. Such is the law of the Lord. I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes. Schlimmer. He is now. Und ja, er ist jetzt wirklich tot. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Die Kirche hat immer Geld. Also, ja. Your disciple, Samuel, stole from the dead in Stonebridge Cemetery. I have proof of his crime and proof of his death. No! Samuel was the best of us. So devoted, so zealous. He gave all he had for the cause. He tirelessly preached the good word. Mhm. Bittere Enttäuschung. Und sie wartet immer noch. Na gut. He defiled the dead with his petty thefts. That's how he financed your misguided crusade. Think what you will. When this city is saved, he will be praised for his devoted fortitude. He walked boldly into the mouth of abomination. Your precious Samuel used you. He was an immoral crook. If that's true, then he will be my burden to bear during this endless night. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. Interessant. You sent a man to die because of a stupid vision. I have heard enough of your nonsense. Goodbye. Das so zu betiteln ist krass. Und jetzt so anzufangen. So, are you still lost in your rational delusions? Ich bin besser als du, Mann. Tobias Whittaker,
Confess why you burned those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself. The proliferating sick. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. Ich glaube, so viele Einwohner hat diese Stadt gar nicht mehr. I have heard enough for tonight. Goodbye. Kann ich hier jetzt mit den anderen eigentlich auch reden? Guck, ich kann hier durchs Fenster ein- und aussteigen. Das ist ja, der Safe Room? Ja, wenigstens ist mir da nichts passiert. Darius Brodiscu. Was passiert? Good evening, Mr. Petrescu. Ich dachte, er sei auch tot. What are you doing here? I could ask you the exact same question, Mr. Doctor. Now leave me alone. I heard what happened to Nurse Crane. How do you feel, Mr. Petrescu? Everything was going well until you arrived. Dorothea helped people and will be sorely missed. I regret it too. I wish she'd continued working at the Pembroke Hospital. She was a good nurse. So you put an end to the operation. Did you put an end to Dorothea as well? You seem to have a lot on your chest, sir. What's wrong? I heard you are a famous surgeon. Tell me, what did you do to Dorothea? She was so bright, so clever. Then you made her an empty shell. I didn't use drugs or medical trickery, Mr. Petrescu. All I did was talk to Nurse Crane. I promise you. But what happened to her then? After you left, she did not even recognize me. Then she got careless and sick, and I had to flee. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Tschüss. Eigentlich ist hier leer genug. Aber anscheinend muss ich ihn 10 Meter hier rüberziehen. Mitten in diese Gasse, wo er sogar aus dem Fenster gucken könnte. Das reicht halt schon. Oh Gott. Komm, ich lass dich hier stehen. Was haben Sie gesagt? Die war danach wie ausgewechselt. Ja, er hat halt seine Kräfte nicht unter Kontrolle. Nee, das führt ja auch zu dem Safe House, glaube ich. Nein, das gehört zu dem Haus von ihm. Nachdem ich hier dieses Haus geklärt habe, müsste es leer sein.
Ich finde es aber echt traurig. Warum haben sie die eigentlich jetzt geturnt? Ich meine, ich musste sie jetzt töten. Für das, was ich eigentlich von Anfang an nicht wollte. Naja. Gut, manche Entscheidungen haben manchmal solche Wendungen. Man hat das Beste gehofft, gemeint. Und es ist leider nicht eingetreten. Ja, ja. Alles gut. Ja. Christina Papa. Na dann. Oh Gott, diese fucking Weg hier ist useless. Aber sowas von. Stirb einfach, stirb. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. Warum zuckt er denn seine Schulter ab und zu? Wie kam? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the... Very well, priest. As you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? She was murdered. I see. And how are you feeling, my son? She died because of me. How do you think I feel? I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What words would you like to say to your poor sister? I killed you. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted. Wenn eine Beichte immer so unbefriedigend ist und die einen quasi rauswerfen, würde ich jetzt am liebsten mit seiner neuen Vampirkraft hier durchtreten und den Krippel jetzt schnappen. There. I confessed to that vicar. Do I feel better? Only time will tell.
Den hat es nicht gestört, dass ich hier hoch und runter bin. Gibt's hier jetzt noch irgendwas zum Eavesdroppen? Nicht wirklich, nicht wirklich. Dann müssen wir noch mal zu Dr. Swansea. Watch it! It's a killer! Ging verdächtig schnell kaputt. Ist da hinten noch der Werwolf? Nope. 16, ja komm. Nam, 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 nam. Boah, wie schön der wartet. Kannst du dich erstmal um den anderen kümmern? Hat der Sack jetzt endlich ausgewartet. Töte sie einfach, diese Misskräte. So, dich darf ich auch noch auslutschen. Dankeschön. Wo kam dieser Piss-Werwolf her? Ich würde es gern wissen. Wo kam diese Duderino her? Really? I wanna know. Over there! There's one of them vermin! It's a leech! Ja, oh Gott. Das hat 0 gebracht, danke. Schön, dass man beim Looten wieder so durch Mechaniken unterbunden wird. Ja.
Ja, man bewegt sich doch mittlerweile schon etwas besser durch die Stadt. Insgesamt. Das gebe ich zu. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. Mhm. You. I remember you. Mhm. Warum hatte er Hörnchen? Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me. Made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. You selected me. Chose me. But why? As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Ja, letzteres ist eher der Fall. Can help me with this one. Oh, Loot. Loot, Dude. Und apropos, was gibt's hier mittlerweile? Hier kann ich bestimmt immer noch nicht durch. Murdering bastard! Hm. Da mal. Ah, so ist das gemacht. Ja, dann wäre die ja verhältnismäßig easy gewesen, die fucking Mission. Dann hätte ich das sogar fast instinktiv gehabt. Aber ich konnte und durfte ja nicht. Naja. Dann sind wir halt als ein kleines bisschen höherer Vampire da wiedergekommen und haben uns die mal weggesnackt. Come on, Farmer, let's rock some bodies. Ich würde gern wissen, was hier los war. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Tell me, Thelma, what do you really know about vampires? I saw one and he saw me. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually saw a Dann ist Pembroke Hospital ja tatsächlich das, was ich voll habe. Sie ist leider tot und leider
Here in London. Yes, and it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. You have no idea what problems your claim could cause if heard by the wrong people, Miss Howcroft. You must stop this nonsense now. Why fear the truth? Strange things live in the dark, Dr. Reed. Strange and ancient beings that were here before this island even had a name. Tell me, Thelma, what do you really know about vampires? I saw one and he saw me. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually saw a vampire? Here in London? Yes. And it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. You have no idea what problems your claim could cause if heard by the wrong people, Miss Howcroft. You must stop this nonsense now. Why fear the truth? Strange things live in the dark, Dr. Aber ich kann nicht mal die Entscheidung ändern. Das heißt, war jetzt völlig useless, das nochmal anzuhören. Schade, schade. Okay, ich habe ja alles gehört von ihr. Ja, sie könnte ich jetzt mesmerisieren und... I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Außerdem, was ist hier passiert? Wer ist hier ermordet worden? Jonathan, my sincere condolences for your loss. Your kindness is much appreciated, my lady. Is there anything you require? I spied my mother at the funeral. Have you ever revealed yourself to a member of your family? No, Jonathan. And I'd advise you even from thinking about it. Are we then condemned to lie to those we love? We are creatures of deception, my friend. But this is more for their sake than ours. But what if I was close to someone and wished to tell them the truth? Fear, loathing, disgust. And then they will plead to be turned. They will see it as salvation. Then there's the risk of gaining the attention of vampire hunters. Are we condemned to attend the funerals of all we love? Dying is the final act of life, Jonathan. Present company excluded. Accepted. I don't know what to expect. Am I cursed to an eternity of solitude? With time, we Ekon tend to go into isolation. If we survive long enough, that is. As a practitioner of the medical sciences, I'm prepared for the death of loved ones. But mourning in the shadows, deprived of sharing one's grief. We are no longer a part of the circle of life and death. We are undead, my friend. And so we are outcasts. Jo. Goodbye, my lady. Until we meet again. Aber wer ist hier gestorben? Offenbar keiner, der hier mit zu tun hat, weil die sind ja alle noch da. Wie sie halt easy die Feder rauszieht. Komm, was mit dir, Putzfrau? Good evening, Doctor. What can you tell me about the recent events in the hospital? That Mr. Hampton killed Miss Jones in her room, then ran away. And did you see all this? No. I was working by the tents when it all happened. I only entered the room when they asked me to clean up the blood.
Where is Miss Jones's body? I don't know. I'd imagine the morgue. It all happened so quickly. Did you see Sean Hampton leave the hospital? I think I saw a silhouette exiting the hospital gates after the shouting started. At first I thought it was someone who was just scared, but... well, maybe it was him. Warum? According to the report I read, your unprofessional conduct put a patient in danger, Gwyneth. That's not true. I know when my patient's life is at risk, and I'm more competent than a lot of doctors that I know. Problem is, I'm a woman. I don't see what your gender has to do with your abilities, nurse. Yes, nurse. Because I'll never be a doctor, no matter what my skills. I could make a decision that could save a life, but oh no, that's unbecoming conduct. Have you heard of Elizabeth Blackwell? She was the first woman listed on the UK medical register. Change is slow, but it will come. And you will always have my support. To have the right to study shouldn't be determined by sex, skin, or wealth. That's all I'm saying. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Ja, und jetzt schrubb weiter. I wonder why the Goswicks came here in the first place. Dazu gibt es doch jemanden weniger im Krankenhaus. Die ist aber hier nicht mal mit aufgezeichnet worden. Ja, du hast dich wahrscheinlich wieder verwandelt. Das würde ich echt bedauern. Da hat man getan, was man konnte und kriegt sie nicht gerettet. Sie wollte ja nicht mal mitgehen. Und hier, keine Ahnung, wer oder was das gibt, aber hier ist bestimmt der eine oder andere Vampir auch mehr dabei. Warum? Ja. Endlich das mal geschafft. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Mein Sohn hat dich belogen, hä? Ja gut, aber das hatte ich jetzt auch schon fast im Verdacht. Unbekannt. Er ist direkt hier mit drinnen. Okay, okay. Der ist Doktor Numero Uno, Doktor Numero Dos. Und ihr... Good evening, Doctor. How is my son doing? Your son wished to die, Beatrice. Why did you hide such crucial information? Are you not aware suicide is a crime?
Mortimer could be thrown in jail. I can't let that happen. I won't. I understand you fear the legal consequences, Mrs. Goswick. But don't you realize your silence significantly affects your son's case? All my son needs is help and comprehension. Not judgment and punishment for what he may or may not have done. Goodbye, Mrs. Goswick. Doctor, as for me... Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right, then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reed. You can trust me. I won't report you to the authorities. My one and only concern is your health. I guess I should thank you then. So, dann einmal hier zulassen. Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after my death. But I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. Interessant. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. I'm all right. Don't waste your time with me. Nun gut, egal was da jetzt ist, ich muss jetzt erstmal ins Stage-Sport und entsprechend meine Eingänge prüfen. Lalala, genau, Smartphone. Good evening, sir. This hospital seems to be falling apart. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. I'm all right. Don't waste your time with me. Ich will wissen, was da war. Irgendjemand hat sich versucht, hier zu koppeln. Ich würde die gerne alle resetten. Okay, das hat sich komplett zurückgesetzt anscheinend. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Ja, ja, ist in Ordnung. Dashboard. Gehen wir jetzt mal ins Home Dashboard. Ich bin schon wieder so massiv überbelichtet. Was ist OC?
Good evening, sir. Doctor. Nein. Dann Verbindungsaudio, bla bla bla, Airplay. Ist es vielleicht damit? Nein, das ist definitiv eine Apple. I'm all right. Don't waste your time with me. This hospital seems to be falling apart. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Ja gut, mal gucken. Ja, hier, lass mich mal machen. Da hat sich nichts geändert. Hinweis, ja. Was für ein Hinweis? Doctor. Was ist eine OCF-Verbindung an dem Fernsehen? Das würde ich jetzt gern wissen. Googeln wir doch mal. I'm all right. Don't waste your time with me. This hospital seems to be falling apart. But in the circumstances, I'm willing to Das give ist you the benefit of dasselbe, the was doubt. ich jetzt gerade hier habe. Ja. Good evening, sir. Doctor. I'm all right. Don't waste your time with me. This hospital Good evening, seems to sir. be falling apart. Ja, es könnte gerade langweilig sein, aber ich will wissen, was das ist. Sollte als Wi-Fi Direct sein. Don't waste your time with me. Ja, verdammt. Ich brauche ja meine Fernbedienung. Back. Ja gut, das bricht auch nichts, wenn ich das bearbeite. Good evening, sir. Doctor. Dann darf das tatsächlich geändert werden. Gehen wir mal direkt in die Einstellungen des Boards rein. This hospital seems to be falling apart. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Ja, das wäre für mich sogar in Ordnung. I'm all right. Don't waste your time with me. Verdammt, ich hätte das jetzt gerne gewollt.
ich krieg das nicht hin, oder? Good evening, sir. Doctor. Kann ich die Wi-Fi-Einstellungen komplett zurücksetzen? Das wäre zumindest nett. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. I'm all right. Don't waste your time with me. Mhm. Mhm. Good evening, sir. Doctor. Ja gut, dann wird die drahtlose Einstellung hier definitiv jetzt ausgeschalten. Ja, ich bin mir sicher, dass das raus soll. Dann gibt es nämlich erst recht solche Scheißanfragen nicht mehr. Good evening, Mr. Goswick. Achso, ja, ich soll ja erstmal Dings finden. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. I'm all right. But Mhm. Mhm. Wo ist das? Ja, komm, lass erstmal das schnell machen, weil nicht, dass die Außersehen noch irgendwie Ärger bekommt. Hier geht's um Leben, müssen wir und können wir retten. Als Doktor bin ich verpflichtet, jeden Bastard zu retten, den ich retten kann. Warum? Ja, ja, danke. Dieser dämliche Sack. Was zur Hölle haben die da? Ich würde es gern wissen. Warum sind die mir halt genau vor die Nase gespawnt worden? Ich meine, gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber das hätte man vielleicht schon besser machen können. Shit. Was habe ich damit ausgelöst? Oh Gott. Ich hoffe, das ist nur ein Ladebildschirm. Lass es nicht den Schan oder Scene sein. Hier den Priester da. Es könnte meinetwegen auch gerne die Wohnung sein von dem Herrn Goswick, aber das wird sie nicht sein.
It's locked. I have this thirst for blood. Mhm. Okay. Da war aber ein bisschen mehr dran an dem. Ja, danke. Stirb einfach. Petitionsbrief. Mr. Bates. Mr. Bates. Cadogan Bates. Jojo, wer kann das den Mieter dann verdenken? Ich weiß nicht, ob ich immer unbedingt besserer Laune wäre. So, Mr. Pembers, Dings da, ich hoffe, Sie sind jetzt gerettet. Den hätte man auch eher mitnehmen können, aber okay. Schön, dass ich ihn jetzt entdeckt habe. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, wenn ich mich erstmal hier an dem Zeug bediene. Als wenn der hier nicht hätte durchkrabbeln können. Naja, gut. Okay, hier gibt's nichts mehr. Was hast du denn, Mr. Bates? What happened? Who are you? It's all right, sir. You're safe now. Oh, a fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment, I thought those bloody heathens had killed me. What are you doing here? This place is not safe. Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent, but those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be alive. Yeah, filthy immigrants. Fucking savages, every one of them. And now with this bloody fever, they're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages. Ja, ja. So, wieder Ladezeiten des Todes. Einfach nur um die Wohnung zu betreten und zu verlassen. Geil. Muss ich schon sagen. Das Top-Feature. Top-Feature. Man, was habe ich hier drin jetzt gemacht gefühlt? Ich war vielleicht 3 Minuten drin. Und wir bringen locker 1,5 Minuten allein an Ladezeiten. Ich müsste es mal fast mitzählen lassen, wie lange es ist. Sehr schlimm. Allein das sind schon wieder locker, seitdem ich gemeckert habe. 10 Sekunden. Sind die jetzt nachgespawnt? Ich hoffe nicht, weil sonst drehe ich durch. Also nicht, dass sie es verdient hätten, aber... Oder weil es einfach wäre, schwer oder ähnliches. Sondern weil ich es kein... genau. Ich habe falsche Mission.
Falsche Mission ist falsche Mission. Ah, er hat eine Erkältung. Ja gut, dann geht er bald mit. Mr. Bates. Bürgermission vergelten. Ja gut, Witwe Nöten. Rette sie, okay. Aber das heißt ja noch nicht, dass ich es abgeschlossen hätte. Was passiert, wenn ich das jetzt nochmal auf der Karte markiere? Es wird mir nicht mehr angezeigt. Okay. Dann gucken wir uns mal hier die Quests an. Genau, sie wollte ich ja noch machen. Das war ja jetzt hier irgendwo gleich. Nam, 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 nam. Er ist schon so gut wie tot, aber ja. Erstmal lecker aussaugen. Ja gut, dann geht's hier rein. Interessant. Shotgun Gels. Die nehmen keine wirklichen Gefangenen, wie es so aussieht. Oh, ein Skull. Ein wütender Skull. Rekrut von Briven. Nom 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 nom. Damit ist mein Blut voll, du tot und ich auch ziemlich voll. Exactly. Da 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 da. Gestohlen. Abgenutzter Priven-Block. Ausdauer 35. 10. Heißt das, es ist der Ausdauerschaden? Oder? zu 18 schocken. Das heißt, er schockt schon mal besser. Wie finde ich das dann? Ich würde sagen, ich nehme ihn. Kann ich den nur an der Werkbank... Also da. Dann ändern wir das hier gegen das da. Und gleichzeitig... Ich glaube, das wäre ein bisschen heftig, aber ich würde gerne das Ding aufwerten. Ja, du kannst Waffen nur an einem Arbeitstisch in einem Versteck aufwerten. Das heißt im Moment... Ah, nice. Und wo wohnt jetzt eigentlich der andere Typ? Da kehre ich ja dann bald zurück. Jo. Warte. Ah, in dem Gebiet wohnt er. Ja, der hat ja echt weit weg gewohnt. Muss ich schon sagen. Also ich muss schon sagen, Frame Drop.
Aber nichtsdestotrotz, es ist ja echt nichts gewesen. Arbeitstisch. Annie. Genau. Dann nehmen wir nämlich auch den Scheiß auch gleich mit. $31,5. Jetzt im Vergleich. Angriffsgeschwindigkeit ist gleich. Ausdauerverbrauch 30, 31,5. Macht 31 Schockpunkte. Dings 21 gemacht. Wesentlich mehr Schockschaden. Kann ich die Kiste nicht kisten? Ja, okay. Ich dachte, für einen kurzen Moment ist es Dr. Swansea. Was wäre der denn jetzt da draußen jetzt gewesen? Ui. Hätte ich mich krass gewundert. Das sieht fast aus wie das Haus, oder? Mhm. Natürlich tut ihr das. Look alive! Ah. Es hat schon nicht schlecht abgezogen. Also es war auf jeden Fall eine gute Verbesserung. Würde ich mal sagen. Steady, boys! Got one of them here! Bloody leech! Christ! He's dead! Ja, aber schön, dass sie hier einen noch das Detail gelassen haben. Dass da noch zwischendurch die sich gegenseitig bekämpfen. Das kann man ja auch nicht von jedem Spiel behaupten. I can't believe I'm doing this. Ja, ich auch nicht. Unterschlupf in Blau. So. Dann klingt das eindeutig wie die Wohnung von Pembroke. Quatsch, von Mortimer. Nein, nein, nein. Ich will nicht schlafen. Vergiss es. It's locked, all right. In this letter, Mortimer goes... Swick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. Ja, und genau deswegen werde ich es auch
Ja, genau. Hier habe ich ja vorher schon Quatsch gemacht. Das ist ja auch ein höchst merkwürdiges Ding. Kann ich mit dir jetzt sprechen, dass das vorbei ist? Good evening, Miss Howe. Und warum habe ich jetzt eigentlich nur noch 2.7 Upload? I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? There is no hunt, and nobody is searching for you. You're no threat to this hospital, and you have my word you are perfectly safe here. Your lies demean you, Doctor. Do you really expect me to lower my guard? I know exactly who I am, and what I am dealing with. Warum werden jetzt so extrem viele Frames verworfen? Ich habe keinen Schimmer. Gott, wie heißen die Dinge? Speedtest. Okay, ich habe angeblich akut 8 Mbit noch frei, während ich streame. Mit 7 Mbit, ja. Das passt addiert eigentlich zu dem, was ich sonst habe. Es ist mittlerweile dieser Test fertig. Aber eigentlich sollte ich mit 3,5 bis rausgehen. Ja gut, hier ist durch. You, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Das heißt, eigentlich müsste das Ding jetzt durch sein. Weg damit. Genau. I'm willing to give you the benefit of the doubt. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. I've read your letter, Mortimer. You wrote about an unbearable feeling of despair while the world crumbles around you. Tell me more about it. There's nothing more to say, really. It's hurtful, it's unbearable, and I don't ask anyone to understand what I feel. Sie sind ein glücklicher Mann. Despair is a deadly poison I've tasted myself, sir. We're only tempted to drink it because we're terrified by the uncertainty of the next minute. I know that perfectly, Doctor. For I waited for so long, hoping that the next minute would be less unbearable. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. I'm all right. Don't waste your time with me. Good evening, Doctor. How is my son doing? I have
read your son's suicide note. It was not an impulsive gesture, nor was it his first attempt. He threatened to kill himself a few times before. But I never thought he would dare to punish me this much. Punish you? Why? I've known for a long time he was not happy with his life. Na gut. I always hoped Nun he steigt cared fast enough wieder auf to avoid 3K. Nichtsdestotrotz habe ich gerade massive Drops. Mortimer is extremely vague as to his motivations for committing suicide. Tell me more about what you know. As you say, Mortimer had no reason to die. All he said to me was that he wanted to make the world a better place, but couldn't. Why did your son feel so useless when facing the world? I think it was more that he could only see the melancholy facets of life. He couldn't help but dwell on such things. Warum fallen meine Zahlen gerade so massiv? What do you think he meant by making the world a better place? Mortimer has always been a sensitive soul. He wouldn't talk to anyone for months after his father passed. It's like he carries everyone's sadness with him. Ja, könnte er tatsächlich. Your son could try to kill himself again. He might succeed next time. I think about it every minute. But I won't stop fighting for my son's future. That's how much I love him. Hey, diese Drops, die sind echt unschön. Ich glaube, wenn ich echt so nachts streame, würde ich jetzt erst anfangen mit dem Stream und es wird mich massiv abkotzen. Your determination is laudable, but you are in a state of denial, Mrs. Goswick. Your son has a very strong death wish. How dare you talk to a mother like that? Talk to me like that? I'm only trying to be honest, Mrs. Goswick. As painful as this fatal end may be for you, you have to accept this is a possibility. No, I'll never accept it. If my son was to die under your care, well, you have no idea what I'm capable of, Dr. Reed. Okay. Goodbye, Mrs. Goswick. Dann gebe ich ihm trotzdem den Brief. How are you? I'm okay. Ja, genau, da habe ich ja alles. Er kriegt trotzdem den I have Brief. retrieved your letter, Mr. Goswick. I can assure you that nobody read it but me. Thank you. This is for you, then. For your help. And for your silence. I think you should talk to your mother. It would be good for both of you. Thank you, Dr. Reed. I'll think about it. Now please, let me be. Ja, ich muss sagen, warum Hinweis benötigt? Ist es das, was seine Mutter noch hätte sagen können? Go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Good evening, Doctor. How is my son doing? Der ist schwer depressiv. Goodbye, Mrs. Goswick. Aber okay. Ja, die beiden rackern sich hier einen ab. Was habe ich noch zu erreichen in diesem Krankenhaus? Die sind gerade wieder alle auf der Heilung. Er ist lost. Die Personen habe ich noch gar nicht getroffen. Die Hälfte von Doc. Krass. Sie ist tot. Ihn kann ich heilen, wenn ich ihn finde. Den kann ich bald heilen, wenn ich dann entsprechend mal mit ihm reden darf.
Da habe ich ja auch einiges futsch gemacht. Wie bohrt man eigentlich bei all denen den gesamten Scheiß raus? Und warum musste sie sterben? Das ist so scheiße. Ja gut, immerhin hier die Quests, die scheinen halbwegs zu laufen. Jo. Lalala, komm. Knock, knock. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCullum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. Mhm. You can't hide from the guard. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. Der hätte die ganze Zeit an mir vorbeigehen By können. the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. Warum hat er sich jetzt wie Hamlet vorgestellt? Wo gehört er jetzt dazu? Ist es bei den Docks? Nee. Ich sehe ihn nirgends. Dann muss der hier irgendwo dazugehören. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Schon wieder ihre alten Einzigsaufnahmen. This means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Und da haben sie nicht ganz unrecht. Rest assured, I will protect you and your staff. McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Und schon wieder darf ich jemanden, den man gerettet hat, quasi den Hals durchschneiden. Oh Gott. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Das müsste sich hier auch langsam wieder anziehen. We were supposed
safe. Oh, what a fuck. Mhm. Komm, hier müsste doch irgendwo gleich einer kommen. Ja, da vorne leuchtet schon mal. 16. Nichts zum Looten. Kein Loot-Dude. La 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 la. Hopp. Look lively! It's on to us! Na, immerhin darf ich hier noch durchgehen. Something, sweetie. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. Ja, okay, dann zeig mal, was du hast. Ja, nichts. Nichts. Ja, okay, vergiss es. Unbekannt. Mark my words, miss. These murders Not a are the drop work- of blood left in his body. This is the work of a vampire. Kein I'm a erwischt. tracker of these creatures. A vampire hunter. You best be off to your hunting then. For if the sewer dog is back and hunting all these poor folk, he needs a catching. A sewer dog? Mhm. What's it look like? It's an old story. A monster with daggers for teeth and icy claws. Claiming innocence, then vanishes. Teeth, claws, murders by night? Your sewer dog is my business. He's the kind of prey I hunt, milady. Mhm. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Mhm. Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, Sie I'm haben Dr. John. keine Ahnung, wie nah. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. What can you tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Poor boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. Mhm. So,
How exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. Hmm. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Mm-hmm. Have you heard of the Guard of Priwan? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Mhm. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. Goodbye. And Okay. good hunting, Mr. Throgmorton. So, aber ich... Ja, das wäre so lustig, jetzt einfach jemanden so aufzuschließen. Während der Typ daneben steht. Aber ich glaube nicht, dass das ein Mega-Vampir-Jäger ist, sondern eher so eine Leuchte vor dem Herrn. Good evening, sir. I'm amazed you made it back to the docks alone. Good for you. Well, I could say the same about you, young man. More to the point, who the hell are you? I'm Dr. Jonathan Reed. And I am Archer Woodbead. Please excuse my assertiveness. I often forget I'm just an old prune. What can you tell me about this part of town? People used to feel safe around here. They had the gangs protecting them. Now all they do is bicker and plot against one another. And what about the gangs? Back in my day, people trusted the wet boot boys. We looked out for the docks and its families. Nowadays, they're just a bunch of greedy fuckers. You were a gang member. I was there. Leader for a time, believe it or not. Now these bastards act like I'm nothing. Not one of them. They owe me some damn respect. Missing the good old days, are you not? Trust me, son. The longer you live, the less meaning your existence will have. You need to remember the days you still had beliefs.
If you are such a respected figure, surely you have many interesting stories about this part of town. You bet I do, but make no mistake. I'm no rat, sir. Some secrets are best left buried. Do you still know anyone? From the old days, I mean. Most of them are dead. I still give Miss Gillingham salutations. She doesn't remember me. She did once like me. Boy, she was a beauty back then. Any remarkable new faces around here? Nobody. Well, there's that boy Rufus the Curse. I like him, despite the reputation he's made since his parents died. Poor little bastard. Who would you trust around here? The owner of the Turquoise Turtle's a decent fella. Tom's his name. Sean Hampton's all right too. Don't particularly share his religious views. He's quite devout, if you catch my meaning. I'm sure a district as colorful as the docks must have plenty of stories about strange visitors and creepy characters. So, you want me to talk about the sewer dog, don't you? If you don't mind. The sewer dog is a bitch. Appropriately named. An old woman dressed in rags. She has an elegance, though. Despite her ugliness. I saw her once. Scared the life out of me. Deswegen ist er sich sicher, dass es diese eine Frau war. Have you always been so bitter? It's not bitterness, it's poorly masked disgust. When everything turns to shit, we all have to eat a spoon or two. With everything that's happened recently. Egal welcher Satz, es hätte mir nichts gefallen. I must concede that these are difficult times. A few nights ago, I saw a kid eating a rat. He was right in front of one of those abandoned houses nearby. Just chewing on a living rat's insides. Tell me about the Wet Boot Boys, Archer. I want to know more. We were there for the families and each other. It was us against the world. We were vicious, tough, even cruel. But we were united. You sound like you were some kind of radical union member. Yes, nowadays the communists and gangs squabble over pointless territory. Sounds stupid when you say it out loud. Tell me everything you know about the Guard of Priwen. Andrew never told me what they do. I do know they're vigilantes with military training. Access to some impressive firepower. And what is your personal opinion about the Guard, then? This Guard of Priwen is just another gang preying on the young and naive. Preying on people like my boy. I know how it works. I invented it. Why did your son really join the Guard of Priwen? If I believed in a higher power, I'd see this as punishment for my own sins. I deserve it for all the young men I enlisted back in the day. You don't believe in God, though, do you, Mr. Woodbead? So why did he join? Now I think about it, Andrew joined the Guard, not to defy me, but to follow in my footsteps, to make me proud. So your son has left you nothing to explain his actions? No letter or message? Not even a note. I'm a proud man, Dr. Reed. But I would kneel and pray if I thought it would give me my Andrew back. I'm looking for a man named Sean Hampton. Can you help me? The sad saint. Even when he was young, his faith and dedication were inspiring. A beacon even, if I may say so. Interesting. But have you spoken to him recently? Interesting, but tell me I more. spoke to him about my missing son a few days ago. I've not seen him since he was attacked by some drunkard and left the vicinity. Goodbye, sir. Ja, eigentlich müsste ich jetzt da drüben hier die Sachen verteilen gehen. Gibt's halt eigentlich irgendwas, wo man sehen kann?
Warum haben die nichts mit dieser Bestie zu tun? Okay, das ist irgendwie seltsam. Die arbeiten auf jeden Fall mit den Werwölfen zusammen, wenn sie nicht sogar selbst welche sind. Nicht cool, aber okay. Mal gucken, wo ich mich das nächste Mal durchmogel. Auf jeden Fall geht's für mich jetzt zurück zum Hauptmenü. Und damit auch ein Ende für heute, weil mir ist einfach zu viel Loss. Zu viel Loss von dem, was einfach OBS auslässt. Morgen Abend machen wir dann mal weiter. Ich bin ja gerade noch hoch motiviert in dem Spiel. Ja, mal gucken. Ansonsten morgen erstmal sehr zäh Genshin Impact. Aber dafür war heute echt viel los in Genshin Impact. Kann ich nicht anders sagen. Habt noch einen schönen Samstag und vielleicht sieht man sich die Tage wieder. Bis dann. Ciao.